Hallo und willkommen zurück zu meinem Channel. Ich bin der Ricky und das ist Every Gamer. Gaming is in the air, everywhere. Also heute werden wir ein Unboxing-Video machen zu diesem schönen Handy hier. Und zwar ist es der neue Asus ROG Phone 3. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Channel abonnieren würdet und auch die Glocke aktivieren würdet. Dadurch bekommt ihr dann immer mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Dieses Handy hier habe ich über Trading Shenzhen bestellt. Ihr könnt euch gerne auch direkt das Modell anschauen, was ich bestellt habe, und andere Modelle, die habe ich unten verlinkt. Und wenn ihr darüber eben ein Handy kaufen werdet, bekomme ich eine kleine Provision. Für euch kostet es aber genauso viel, wie wenn ihr es unabhängig davon kaufen würdet. Dieses Modell hier ist ein Modell mit 12 GB. Es gibt aber Modelle hoch bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und es gibt auch mehr Speicher allgemein, als was ich jetzt hier habe. Hier sind es 128 GB, es geht hoch bis 512 GB. Wir sprechen hier aber nur von der Tencent Edition. Dieses ganze Unboxing bezieht sich eben auf diese Tencent Edition. Da seht ihr auch, die Verpackung sieht etwas anders aus als bei der europäischen globalen Version. Dieses Handy hier hat den Snapdragon 865 Plus drinnen, das ist die Classic-Version, und dann gibt es auch noch eine Elite-Version, die ist etwas schwächer, die hat den Snapdragon 865er drin. Dieses Handy hier hat einen dicken 6000 mAh Akku, also der Akku hält wirklich von 2 bis 3 Tage, wenn man ihn normal benutzt, ohne viel zu spielen oder unterwegs einfach zum Videoschauen ab und zu mal und zum Surfen. Wenn man ihn wirklich intensiv nutzt, dann kriegt man ihn schon auf jeden Fall innerhalb von einem Tag leer, aber da muss man schon wirklich viele Stunden davor sitzen. Oder man spielt eben viel Videospiele, dann wird die Batterie dementsprechend schneller verbraucht. Das Schöne daran ist, dass im Gegensatz zum Asus ROG Phone 2 jetzt bei der neuen Version auch beim chinesischen Modell, bei der Tencent Edition, Band 20 mit dabei ist. Das heißt, man hat nicht mehr nur ein 4G-Band, sondern hat jetzt eben auch auf dem Land einen besseren Empfang unterwegs. Dann kommen wir mal zu dem Packungsinhalt. Oh, das schöne Ding. Oh, das schöne Ding mal raus. Da haben wir hier erstmal, for those who dare, für die, die sich etwas trauen. Okay. Das mal auf. Hier haben wir den Pin, um eben die SIM-Karte zu wechseln. Hier drin, so, machen wir das mal eben auf zur Seite. Hier drin haben wir eine Kunststoffschale aus Plastik. Das ist jetzt eher eine einfache, aber sie reicht, um halt das Wichtigste zu schützen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, euch da eine andere zu holen. Das habe ich dann auch gemacht. Genau. Hier haben wir schöne Stickers mit Do Not Disturb, Join the Republic. Genau. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung. Allerdings jetzt, wie ich sehe, auch nur auf Chinesisch. Genau, die ist allgemein nur auf Chinesisch gehalten. Das ist wahrscheinlich dann noch ein Garantiezettel. Und hier sind noch Seriennummer Aufkleber. Jetzt kommen wir zu dem guten Stück. Das ist das Handy. Wundert euch nicht, also ich habe das Handy schon mal draußen gehabt, damit ihr seht, da ist normalerweise so eine Folie mit drauf. Genau, das ist das gute Stück. Das Handy. Schauen wir uns nachher genauer an natürlich. Und hier haben wir noch ein Netzteil. Und zwar ein 30 Watt Netzteil ist das. Was ihr auch vielleicht sehen könnt auf der Kamera direkt.
und ein USB-C zu Klinkenstecker, weil dieses Handy eben leider keinen Klinkenstecker mehr hat, haben sie aber einen Adapter immerhin beigelegt, und ein USB-C Kabel, mit dem man das Handy wieder aufladen kann. Genau. Und wenn ihr euch wundert, für das deutsche Stromnetz, da fehlt jetzt noch der Adapter, der wird aber auch geschenkt mitgeliefert. Also ich hatte einen extra Adapter mit dabei, dann kann man dieses Netzteil reinstecken und hat vorne dran noch einen Adapter, mit dem man die deutsche Steckdose benutzen kann. Also wundert euch bitte nicht, ich habe hier schon zusätzlich einfach aus Erfahrung, weil mir mein Asus ROG Phone 2 leider vorne zerbrochen ist, habe ich mir gleich eine Panzerschutzfolie mit drauf gemacht. Das würde ich euch auch empfehlen. Die ist jetzt nicht dabei im Lieferumfang, die habe ich jetzt nur drauf gemacht. Wir haben jetzt hier ein AMOLED Display mit 6,59 Zoll und einer Auflösung von 2340 x 1080. Das entspricht einem Pixelverhältnis von 391 Pixel per Inch, also Pixel pro Inch. Das Display hat auch 144 Hertz. Das ist eben das Neue im Gegensatz zum Asus ROG Phone 2, das hat ja nur 120 Hertz. Man hat eben einen Vorteil bei den Spielen, die das unterstützen, das sind aber inzwischen schon mehrere, dass man eine sehr flüssige Wiedergabe hat. Also das heißt, das läuft butterweich wirklich mit 144 Hertz. Das Handy muss natürlich diese Framerate, also diese Bilder pro Sekunde erstmal erreichen können. Dazu darf das halt nicht ein allzu krass anspruchsvolles Spiel sein, aber bei den meisten aktuellen Spielen sollte das kein Problem sein, denn das ist wirklich ein Biest. Das ist im Moment das schnellste Gaming-Smartphone, was es gibt überhaupt auf dem Markt. Was mich sehr freut, ist, dass wir hier auch White Wine Level 1 haben. Also man kann die Videos in Netflix und in Amazon Video in vollen HD-Auflösung anschauen. Wir haben hier die kleine Frontkamera, die löst mit 24 Megapixeln auf. Hinten auf der Hinterseite haben wir hier eine 64 Megapixel, eine 13 Megapixel Weitwinkelkamera und eine 5 Megapixel Makrokamera. Also wenn man sich hier den Rahmen anschaut, der besteht aus Aluminium, und hier haben wir eben den USB-C Anschluss, den ersten. Hier drüben haben wir eben noch eine Noppe, damit da möglichst kein Wasser reinkommt. Da muss ich jetzt erstmal die gute Noppe wieder abkriegen, das ist gar nicht so leicht. Da sieht man hier eben, wir haben einen USB-C Anschluss, einen zweiten, was sehr praktisch ist. Dadurch kann man auch gleichzeitig Musik hören und laden zum Beispiel. Das ist sehr praktisch. Und hier hat man eben einen zusätzlichen Stromanschluss. Da steht es eben auch hier drauf auf der Folie. Bitte nicht einen USB-Anschluss reinstecken, ansonsten kann es sein, dass da was kaputt geht. Also bitte achtet drauf, nur den dunklen benutzen und nicht den roten hier. Das ist nämlich ein zusätzlicher Anschluss für zusätzliches Zubehör, zum Beispiel einen Kühler, und dadurch kriegt er mehr Strom. Ansonsten haben wir hier den SIM-Karten-Slot für 2 SIM-Karten. Wir haben mehrere kleine Löcher hier, also mehrere Mikrofone hat er wieder, wie das Asus ROG Phone 2 auch. Wir haben hier oben 2 sensitive Schultertasten, das ist eben das Schöne daran. Man kann sehr gut darauf spielen, man kann sie sich frei belegen in den Spielen auf eine bestimmte Position vom Bildschirm und kann sie dann benutzen. Und was neu ist bei diesem Modell, dass man eben auch Slide-Funktionen zusätzlich hat. Also nicht nur tippen, sondern man kann zusätzliche Funktionen auch auf Sliden legen. Hier haben wir den An- und Ausknopf, diesmal schön in Rot umlegt. Die Lautstärke-Wippen zum Rauf- und Runter drücken. Die Rückseite sehen wir jetzt hier. Die ist schön aus Glas gemacht. Und wir haben hier noch ein Lüftungsloch. Das Handy hat jetzt ein besseres Kühlsystem verbaut, was effektiver ist.
und dadurch wird es nicht mehr ganz so schnell heiß. Hier eben das Tencent Game Logo, was es nur bei dieser Version gibt. Und hier haben wir die LED, die in verschiedenen Farben leuchten kann. Man kann sie sich auch so einstellen, dass sie leuchtet, wenn zum Beispiel Nachrichten eingetroffen sind, oder man hat da mehrere Möglichkeiten. Das Handy ist ein ziemliches Biest. Es wiegt 240 Gramm, also nicht wenig, wenn man kleinere Handys gewöhnt ist. Aber damit muss man halt rechnen, vor allem wegen dem großen Akku und wegen allem, was verbaut ist. Da kommt halt einiges zusammen. 6000 mAh, die kosten halt ihr Tribut. Starten wir einmal kurz das Handy. Ich habe schon mal die Haupteinrichtung gemacht. Schauen wir uns jetzt mal an, was vorinstalliert ist. Da ist halt jetzt wirklich nur die Standard-Google-Apps wie Google Maps und Kalender und so weiter sind mit vorinstalliert. Der Play Store. Hier haben wir noch ein paar hauseigene Tools wie Rechner, Uhr, Kontakte, die Galerie, um sich einfach die Fotos anzuschauen. Asus Data Transfer, um eben von einem alten RG-Phone oder von einem anderen Asus-Phone installierten Apps, Kontakte und so weiter komplett zu übertragen auf das neue Handy. Genau, Dateimanager, Audiorekorder, Wetter. Genau. Dann haben wir hier noch Netflix vorinstalliert und Instagram und Facebook. Und das war's schon. Also ursprünglich ist es ja, das muss ich noch dazu sagen, eigentlich eine chinesische Version, aber wir haben hier komplett deutsche Sprache. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die Optionen gehe, dann seht ihr das auch. Wir haben nämlich selber eine eigene Firmware mit drauf geflasht. Diese lässt sich aber auch ohne Probleme updaten. Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Bitte abonniert meinen Channel und liked dieses Video. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr allgemein Interesse an Gaming-Hardware habt, dann bitte schaut auf everygamer.com. Das schreibe ich euch auch nochmal unten rein. Und ja, schaut einfach mal wieder vorbei. Ich werde jetzt noch als nächstes demnächst mal ein Vergleichsvideo zwischen dem Asus ROG Phone 2 und dem Asus ROG Phone 3 machen. Und dann werdet ihr sehen, was sich genau getan hat. Ein paar Details hatte ich ja schon angesprochen, aber ich werde da noch mal mehr ins Detail gehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.